Die Frage aller Fragen. Brauche ich Sand im Meerwasseraquarium? Nein. Ist so ein bisschen moderne Sklavenhaltung. Der eine ist blind, der andere geht arbeiten. Der dritte hält die Bude sauber und bringt den Müll weg. Vielleicht sogar fast wie beim einen oder anderen zu Hause auch so. Nee, nicht schon wieder. Nö, ich koche heute nicht. Habe ich nur gebraucht, weil diese Plastiktüten da fürchterlich sind, um aufzuschneiden. Deswegen braucht ihr halt ein Messer. Und bei uns sind Messer halt eben so aus. Heute geht es um ein ganz besonderes Biotop. Ja, ein ganzes Biotop. Sand, Bodengrund, nennt wie ihr es wollt, ist ein Biotop. Jetzt habe ich ja vor 6, 7 Jahren anscheinend was gesagt. Also ich soll ja gesagt haben, Sand ist Bubu böse, deswegen kein Sand. Was eigentlich ein Spaß war. Alles gut. Worum geht's? Erinnert euch, dass wir ein Video gemacht haben über die Oberfläche von einem Aquarium. Da sind wir dann mit Tobi, da war Tobi noch enthusiastisch und motiviert, ist mit mir mal rausgegangen und hat irgendeinen Quatsch gemacht. Bald kannst du dir echt jemand anderen suchen, wenn ich die ganze Zeit solche Sprüche fressen muss. Das ist ja furchtbar. Das ist doch nur bei mir so. Ja. Der Rest ist doch immer super nett zu dir. Ja, das gehört sich. Kauft dir Essen und sagt immer, wie toll du bist und so. Das sind halt Weicheier, was soll ich machen? Ich gleich mit dem Handy weiter. Wir haben ein tolles Video gemacht, wo es um die Oberfläche generell in Aquarien geht. Und diese Oberfläche, die ist super wichtig, weil sie Platz für Bakterien ist, aber halt auch Nährstoffe aufnimmt und wieder abgibt. Und deswegen ist so ein Sand, den man im Aquarium hat, und ich finde, ein Aquarium mit Sand sieht tatsächlich besser aus als einer ohne. Dass wir hier in den Farmen keinen Sand benutzen, liegt einfach daran, weil wir damit im Endeffekt einfach viel schneller und viel besser effektiv arbeiten können, den Sand nicht sauber machen müssen, sondern wir haben, wenn wir da ein bisschen Dreck haben und ein Material da drum liegt, dann saugt man ab und sind fertig. Aber ein Aquarium, wo man schöne Tiere halten will, die kleinen Grundeln zum Beispiel, und wo auch wieder Helligkeit von unten gegen die Korallen strahlen soll, der braucht eigentlich einen schönen Sand und sieht gut aus. Jetzt ist es kein Problem. Es ist nur so, dass der Sand ist für sich ein ganz eigenes Biotop. Also was ihr zum Beispiel machen könnt, was gar kein Witz ist, wenn ihr ein Aquarium habt und habt Sand drin, 2-3 cm und macht 5 cm Wasserstand drauf, dann gibt es Tiere, die tatsächlich dort leben. Wir haben die ganzen Sandbewohner, diese Sandseesterne zum Beispiel, wir haben die verschiedenen Schnecken, die drin sind, wir haben Röhrenwürmer, wir haben Borstenwürmer, wir haben Krebse, wir haben Symbiosen, die da stattfinden. Also der Buddelkrebs mit der Buddelgrundel und dann noch den Borstenwurm noch drin. Lebfische brauchen ja zum Beispiel Lebfische auch Sand. brauchen zum Beispiel Sand. Also der Sand an sich ist eigentlich schon was Cooles. Was war jetzt das Problem? Das Problem war, dass plötzlich der normale Korallensand, den wir immer gekannt haben, der wurde immer seltener und der war plötzlich verboten aufgrund der CITES-Regelung. Da gab es so eine Zwischenstufe, da konnte man dann Sand noch einführen, aber da es sich um Korallen handelt, braucht Korallensand CITES, so wie jede normale Koralle auch. Und das hat dann die Probleme gemacht, dass uns die Quellen da erstmal ausgegangen sind. Das gibt es jetzt teilweise auch wieder. Also man hat teilweise Quellen gefunden, aber der Sand ist nicht immer unbedingt sehr sauber. Der wird dann von Stränden genommen, da laufen Hunde drüber, da kannst du auch mal Pech haben mit einer Charge. Also es ist ein bisschen ein Spiel, im Moment guten Sand zu kriegen. Vor ein paar Jahren ging es dann los, dass wir plötzlich Live-Sand gekriegt haben. Verschiedene Sande eher aus Amerika, also von Bahamas, von Florida, wo dieser Korallensand dann von dort zu uns transportiert worden ist. Am Anfang war das Live-Sand, der wurde recht bekannt, wird auch gern genommen zum Start eines Aquariums, weil er mit Bakterien ziemlich voll ist. Das hat man am Anfang noch gar nicht so kapiert und hat es auch ein bisschen gesagt, na ja, das glaube ich jetzt nicht, und wir waren auch da sehr skeptisch, muss ich sagen. Aber im Laufe der Zeit gab es jetzt Testmethoden, die haben auch bewiesen, dass der Sand eigentlich ganz gut ist und über eine schöne Auswahl an Bakterien enthält, also wirklich auch Sinn macht, mit Live-Sand durchaus zu starten, wenn man das möchte, wenn man da Spaß bei hat. Ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen zurückgehalten, was das Thema Sand angeht, wenn mir die Quelle wichtig ist. Also wo kommt der Sand her, wie ist er? Ich wollte keinen normalen Korallensand haben, weil er wieder Probleme macht beim Abbau und eben, wie gesagt, mit der CITES. Und da sind wir dann irgendwann, habe ich dann doch eine Quelle gefunden, und zwar von den Bahamas. Und dadurch haben wir uns entschieden, jetzt bringen wir wieder einen Sand an den Markt. Da der normale Korallensand weggefallen ist, hat sich im Markt es ergeben, dass Stück für Stück so ein Sand auf den Markt gekommen ist. Ein super schöner, weißer, sehr schwerer Sand. Und wie ihr dann schon sehen könnt,
staubt er auch gut. Und was hat man dann gemacht? Man hat sich jetzt hier in Europa umgesehen und hat dann versucht, ein Dolomit, ein Juragestein, ein Kalkgestein zu finden, im Prinzip weißer Marmor, ja, und hat dann diese kleinen verschiedenen Sande auf den Markt gebracht. Die gibt es teilweise mit unterschiedlichen Inselnamen, die der Sand aber nie gesehen hat. Und ihr seht, das ist so ein grober, also gibt es in fein und grob, aber ihr seht, es ist ein ziemlich scharfkantiger Sand. Also der wird aus Europa gewonnen tatsächlich? Ja, den gibt es in Deutschland, Italien, Tschechei hat, glaube ich, eine Quelle. Es gibt verschiedene Quellen. Da wird er großtechnisch abgebaut, dient halt als Kalksplit. Es wird in allen möglichen technischen Umgebungen eingesetzt. Kann man als Aquariumsand benutzen. Der besteht praktisch aus Calcium, manchmal mit Magnesiumbestandteilen, ist aber nährstofffrei. Warum? Das ist uralter Kalkstein, der aus Minen gezogen wird. Der sieht toll aus, ist sehr schwer, Riesenvorteil mit Strömung, hat aber den Nachteil, dass er Nährstoffe bindet wie blöde. Man hat das Becken angefangen, ihr habt eine riesige Oberfläche gemacht, Keramikdeko, alle möglichen Sorten von Deko, kein lebenden Stein mehr, dann den künstlichen Sand. Und jetzt musstet ihr ganz viel Phosphat reingeben. Weil der Phosphat immer wieder runtergekracht ist und danach folgen dann viel Cyanus gegeben. Dann hat man Bakterien zugegeben und so weiter. Aber die Cyanus kommen, der Start ist schwierig, die Nährstoffe schwanken hoch und runter und das hat dann einfach nicht so viel Spaß gemacht. Diese Probleme hat man früher komischerweise nicht. Als wir nur normalen Korallensand hatten und ein paar lebende Steine rein, da waren die Starts eher so, dass wir einen Haufen Algen hatten. Also da sind erstmal Fadenalgen gewachsen, grüne Algen gewachsen. Die hat man dann 12 Stunden Licht drauf geballert und hatte zum Schluss ganz viele kleine Viecher im Becken drin. Und dann hat man halt Mandarinfisch reingeschmissen, Salarias. Und nach so ein paar, 2, 3 bis 10 Wochen waren dann irgendwann mal das Algen frei und hat man Korallen reingesetzt und hat sich gefreut. So, und das hat sich total gedreht. Jetzt habe ich gesagt, gut, ich will und kann so einen Sand nicht haben, weil A, weiß ich, was der chemisch enthält. B, weiß ich, was er physikalisch und chemisch macht. Deswegen haben wir euch das Riesenvideo gemacht mit dieser ganzen Oberfläche, weil das da, also so Material wie hier, das arbeitet praktisch wie ein Fassaderzauber. Und daher kommt auch mein Hinweis, beim Wasserwechsel immer wieder den dreckigsten Teil des Riffs abzusaugen und durch frischen Sand zu ersetzen. Das ist wie wenn ihr einen Zauber ersetzt. Es gibt den Bakterien Platz, da wird ganz viel Phosphat und Organik und Spurenelemente, wird alles da drin gebunden und steht dann im Grunde genommen nachher als Depot zur Verfügung. Weswegen es auch so wichtig ist, dass man, wenn man dosiert, auf Nieder-pH-Systeme geht, also wie zum Beispiel Bolus-Methode, Balling Light oder andere, die mit Bicarbonat arbeiten, weil die lösen wiederum die Depots von solchen Steinen wieder zurück und ballern das nicht da rein, was früher oder später eben das Old-Tank-Syndrom gibt. Das ist einfach die Masse an Material, die im Becken ist und nicht wieder rauskommt. Die Bakterien zersetzen das, es entsteht Säure, das Zeug löst sich zurück, aber halt nicht nur das Calcium, sondern alles andere auch. Wo kriege ich den Sand her, ohne dass Korallen kaputt gehen, ohne dass irgendwo Raubbau betrieben wird? Haben wir also die Bahamas gefunden, Florida, und eine Firma, die uns das da drüben rausholt, sauber macht, beziehungsweise nicht sauber macht. In dem Fall habe ich gesagt, ich will mal nicht sauber haben und eben halt siebt. Also haben wir dann zweimal einen Sand produziert, der heißt The Sand. Wie einfallsreich. Ja, uns ist auch nichts eingefallen. Also das war halt der Arbeitstitel. Haben wir gesagt, The Sand. Und das ziehen wir dann über Monate hinweg, wenn so ein Produkt gemacht wird. Ja, und dann ist uns nichts eingefallen. Also haben wir es bei The Sand gelassen, wie der Tipp, das ist uns eigentlich auch nichts eingefallen. Aber okay, jeder kennt es. Egal. The Sand, der Sand, kommt nicht von The Land, doch kam von The Land, aber wenn ich jetzt so ein hingeschrieben hätte, ich dachte, jetzt spinnt er. So, also, was haben wir gemacht? Was mir einmal wichtig war, was ich wirklich haben wollte, war mal einen ungesiebten zu haben. Einen absolut natürlichen Sand. Nämlich den da. So, wenn ihr jetzt schon das seht, wenn ich den jetzt schon mal einmal nur gegen die Platte laufen lasse, könnt ihr das sehen, seht ihr, da bleibt kaum was hängen. So, und was ihr auch sehen könnt ist, dass man hier so lustige Stückchen drin hat. Also da ist mal ein großes Stück mit drin, dann haben wir ganz feines Material, was so ein bisschen rundkörnig ist, dann haben wir so Muschelschalen mit drin, aber ich habe da auch tatsächlich so ein kleines Stückchen Seegras noch drin, getrocknetes, was so ein bisschen trocken ist. Also der Sand hier, der so wild aussieht, wird einfach nur rausgenommen. Er wird dann langsam getrocknet, er wird nicht gewaschen, er wird nur im Meerwasser praktisch kurz gespült, wird dann getrocknet und abgefüllt. Das heißt, was wir hier noch drauf haben, sind ein paar Spuren von Bakterien, solche Sachen. Wenn man den jetzt auswäscht, dann gehen die auch weg. Ja? Also in der Bedienungsanlage steht drin, waschen aus, damit der Staub nicht reinkommt. Der Staub spielt aber gar keine so große Rolle, wenn man jetzt nicht eine Waschmaschine aus seinem Becken Neustart macht. Also wenn man den Sand einfach reinlegt und lässt das Wasser einfach rein, da gibt es übrigens einen Trick, Zeitungspapier drauflegen, dann das Wasser reinschütten, dann wirbelt der Sand nicht so auf. Dann hat man für 1, 2 Tage eine leichte Trübung, der Schäumer ballert das raus und dann hat man den natürlichen Sand. Hat noch ein bisschen Vorteile von den bisschen Bakterien, die drin sind. Da haben wir zum Beispiel ein Schneckenhäuschen. Guck, da sieht man. Also, und die Größe hat der Sand und ist einfach nur natürlich. Ist ein bisschen, na, wenn man sieht, ist der ein bisschen weißer.
Also der Vergleichssand jetzt hier zum Beispiel. Das ist ein bisschen weißer, aber wenn man es jetzt mal im neutralen Licht sieht, in deiner Kamera, eigentlich kaum. Ja. So. Kommt da jetzt richtiges weiß-blaues Licht drauf, also wenn man den jetzt dann natürlich da drüben macht, dann fängt er natürlich an, dann wird er fast weiß. Und das ist das Schöne in der Quelle von den Bahamas, dass der Sand wirklich fast weiß ist. Woran liegt das? Es hat mit Folgendem zu tun. Das meiste hier drin sind gar keine Korallenstücke, sondern das allermeiste hier drin sind sogenannte Oolithe. Das heißt rundförmige Ablagerungen aus Kalk. Bermuda-Dreieck, das ganze Ding da ist eigentlich ein Riesengebiet. Da drückt es überall die Strömungen rein, es ist sehr warm, es gibt sehr viel Wind und dadurch verdunstet das Wasser an der Oberfläche sehr stark. Jetzt geht praktisch in der Chemie das Wasser überhalb die Calcium-Sättigungsgrenze oder Aragonit-Sättigungsgrenze und der Kalk rieselt aus dem Wasser aus. Das kann man dort an bestimmten Tagen auch richtig sehen. So wie bei uns der Kalk zum Beispiel bei einer Strömungspumpe innen drin ausfällt. Das heißt, sobald wir einen hohen Calcium haben, hohen Magnesium haben, hohe Carbonathärte, wenig CO2, fängt das ganze Ding an irgendwann auszufallen. Und auf dem Weg nach unten, wir haben da ja mehr wie 60 cm Wasserstand, bilden sich kleine Kristalle, die die ganze Nährstoffsituation und Spurenelementsituation, die da in dem Riff ist, wie Ausfällungen eben austragen. So wie unsere Ausfällungen auch alle Spurenelemente und Organik praktisch ins Riff tragen. Der Unterschied natürlich dort ist, dass immer frisches Wasser kommt, bei uns ja nicht, aber das Thema könnt ihr in anderen Videos sehen. Auf jeden Fall hat es dort aber in diesem Gegend praktisch keine Organik. Das Wasser ist super, super sauber. Daher ist der Sand weiß. Bei uns sind die Ausfällungen schwarz, weil wir zu viel Organik haben, zu viel Futter, zu viel Dreck und es sammelt sich alles rein. Jetzt nehmen wir den Sand hier raus und weil er eben aus so einem Gebiet kommt, das praktisch keine großartigen Verschmutzungen hat, haben wir einen sehr, sehr sauberen Sand, der aber ein bisschen angereichert ist mit Nährstoffen und Spurenelemente. Und die werden wieder ans Wasser abgegeben, so wie ein guter Live-Sand das auch macht. Es ist auch ein Calciumcarbonat, aber eben halt ein offenporiger, er ist ein bisschen leichter als jetzt zum Beispiel so ein gepresster Calciumcarbonat oder Dolomit oder Marmor, wie wir ihn eben halt aus dem Bergwerk kennen. Die sind deutlich schwerer. Das ist ein Vorteil für Strömung. Hier habe ich aber die bessere Oberfläche, der besseren Ausgleich und ich habe einen natürlichen Sand, wofür jetzt auch nicht gerade Korallen gestorben sind, sondern wie gesagt besteht hauptsächlich auch aus Calciten und Aragoniten, so ein bisschen eine Mischung und ist in der Naturform. Also habt ihr jetzt zum Beispiel Tiere, die kleine Höhlen bauen wollen, die in diesem Sand auch leben, dann unterstützen die größeren Stücke die kleineren Stücke, die können tolle Höhlen machen und dann gibt es auch diesen tollen natürlichen Charakter, wie es dort halt auch wirklich so ist. Wir haben aber noch einen zweiten gemacht, weil es ja natürlich die Fraktion gibt des feinen Sandes und dann gibt es den noch gesiebt, das was man halt praktisch auch so normalerweise kennt. Und das ist jetzt ein bis zu 0,5 bis 1 mm Sand. Auch hier seht ihr, dass er schon in der Tüte schon so sauber ist, dass hier kein Staub sich bildet. Seht ihr, da ist auch nichts, was hier aufstaubt. Seht ihr das? So. Also ich lasse mal richtig reinpfeffern. Wenn wir jetzt so ein künstliches Abbaumaterial nehmen und wir pfeffern es da rein, dann könnt ihr vielleicht schon sehen, wie der Unterschied da ist. Das sind eigentlich die typischen Oolithe. Und da siehst du, dass es sich da um ganz viele, ganz runde Kugeln handelt. Also auch perfekt für die Fische ist und für die Garnelen oder auch die den Sand durchfuttern, dass sie da keine Probleme haben. Dieser Sand ist jetzt gewaschen. Ist ganz weich auf der Haut auch. Also wenn man das merkt, wenn man ihn so reibt, da ist nichts, was irgendwie aggressiv ist und reibt. Wenn ihr also eure Baggerfische habt, die das so alles rumbuddeln, dann ist es halt genau das, was sie kennen, nämlich rundes Material, vom Meer bewegten Material. Und wir haben eben halt nicht diese Problematik der scharfen Kanten, die eher unüblich sind, wenn man jetzt von Korallensand redet. Klar, ich meine, die sind jetzt auch keine Mimöschen, die Fischchen, die kommen schon damit ganz gut zurecht. Es macht aber halt, sagen wir mal, optisch ein bisschen Unterschied, weil dieser Sand jetzt zum Beispiel, wenn man ihn jetzt mal auf blau nimmt, noch mal deutlich weißer ist, wie selbst das weiße Material, das wir heute aus den Farmen kriegen. Man sieht es auch jetzt im Lichtunterschied, kann man schon schön feststellen, was da so ein natürlicher Sand zu dem üblichen Kalksanden, den man so verkauft wird. So, also wir haben die aus der Bahamas, deswegen heißen sie auch Bahama White, als weißen Sand gefiltert, beziehungsweise Bahama Natur, damit wir dann halt eben auch zeigen, es gibt einen reinen Natursand. Natürlich ist es da nicht so sauber. Wir hatten jetzt eine Box, da war noch ein kleines Stückchen Kunststoff mit drin. Passiert, ja, stellt aber keinen Qualitätsmangel dar, nimmt man raus und fertig. Das Gleiche ist halt, wir hatten auch mal Seegrasstückchen schon drin. Auch die gehören mit dazu, weil eben der Vorsatz war, ich möchte einen ganz natürlichen Sand haben. Trocknen, herfahren. Bindet dieser Sand dann auch Nährstoffe so extrem? Alles bindet Nährstoffe. Okay. Ich verweise nochmal auf mein Video mit den Oberflächen hin, da haben wir es ja detailliert erklärt. Wer dann nochmal tiefer da reingehen will, kann sich diese ganze Bolus-Geschichte nochmal angucken. Auch da wird erklärt, was Ausfällungen produzieren. Hier haben wir solche Ausfällungen im Grunde genommen.
Und die wachsen auch auf dem Boden weiter. Also je mehr sich die bewegen, das wird einerseits abgetragen, der Sand wird feiner, andererseits wird aber Schicht um Schicht, Schicht um Schicht dann aufgebaut. Ich habe mir mal im Mikroskop mal tatsächlich so ein Körnchen mal aufgemacht und man kann es unter dem Mikroskop tatsächlich sehen, wie das so schichtweise sich aufbaut. Also auch der Nachweis, dass es jetzt kein Korallensand ist. Es sind aber Mineralmischungen, das sind manchmal auch Korallenstückchen drin in kleinen Weise, aber eher wenig, muss man sagen. Also so ein bisschen, gerade in Florida, wenn man zum Beispiel wenn man Golf rübergeht, in Florida hast du teilweise Strände, die bestehen nur aus Muscheln. Da ist auch der Sand davor praktisch Muschel. Und das hat jetzt wiederum mehr Calcitanteil als Aragonitanteil. Also das sind Oolithe, ist auch eine Form von Calciumcarbonat, so wie Calcit, Aragonit und ist eben natürlicher Sand, den es auch schon gegeben hat vorher. Also es ist, wie gesagt, wir haben ja das LifeSand zum Beispiel, gibt ja andere Anbieter, die in diesen Säcken da was anbieten. Hier haben wir halt einfach mal gesagt, komm, ich will den natürlichen Sand haben, ich will den trocken haben. Es gibt heute eh genug Stadt und mit lebenden Steinen, sodass wir da ein schönes Produkt haben, glaube ich. Wie pflege ich den jetzt? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Jetzt gehen wir mal wieder aufs Biotop wieder zurück. Ein Sandbiotop muss tatsächlich leben. Was wir heute nicht mehr machen, sind 10, 15 cm Schichtstärke. Das kann man machen für Mangroven zum Beispiel, wenn man sowas haben will. Oder ganz explizit so ein Sandbiotop bauen möchte. Was ich euch tatsächlich auch empfehlen kann, das ist wirklich super spannend. Also man kann diesen Bereich nachbauen zwischen Mangrove, Mangrovensand und Schlick und Sand vorne, wo es dann diese Soldatenkrabben gibt, die Schlammspringer zum Beispiel, verschiedene Einsiedlerkrebse. Und wenn man das zum Beispiel auch ganz toll macht mit Technikbecken drunter, dann gibt es so ein Ebbe- und Flut-Simulatoren, da kann man auch normale Nachfüllautomaten nehmen, wie von Tunze zum Beispiel. Dann kann man da tatsächlich sogar es machen, dass man mal den Wasserstand 5 cm höher hält, ihn dann wieder abfallen lässt. Das ist technisch alles möglich und es ist ein super, super spannendes Biotop. Das Beste, was ihr machen könnt, ist, wenn ihr hört, dass wir zum Beispiel sagen, macht einen Wasserwechsel. Darin inkludiert ist die Pflege des Biotops. Das ist der Sinn vom Wasserwechsel. Also ich saug irgendwo meine Mulmecken ab, wie heißt es auf Deutsch, mit der Mulmglocke. Da könnt ihr eine ganz billige JBL Sera Standard Süßwasser-Mulmglocke nehmen. Da geht er mit dem Sand ein bisschen durch und entnehmt dem diese organischen Ausfällungen bzw. Detritus. Eine Ausfällung ist mineralbasiert. Detritus ist organisch basiert. Das heißt also Futterreste, Kotreste oder Bakterienhüllen, das ist das, was Detritus ist. Wenn man in Sand greift und man lässt ihn fallen, dann seht ihr immer diese braune Wolke, die wegfliegt. Das ist Detritus, das ist organisches Material. Wenn man jetzt aber auch das gleichzeitig macht, dann seht ihr, dass es so Material gibt, das geht hoch und geht sofort wieder runter. Das ist schwer. Das ist das mineralische Material. Nehmt ihr euch das mal raus und macht da mal ein paar Tropfen Säure drauf, dann könnt ihr sehen, dass das blubbert. Wer jetzt also nicht in der 4. schon abgewählt hat, der wird mitkriegen, dass Säure und Kalk gleich CO2 gibt, deswegen blubbert es. Andere Sachen blubbern nicht. Also deswegen weiß man mit der Säure, ich habe einen Nachweis für Kalk und das sind die Ausfällungen, über die wir sprechen, die euch diesen ganzen Dreck, den ihr noch im Becken habt, mit in den Bodengrund zimmert. Bakterien bauen das ab, reduzieren dann dabei den pH-Wert, lösen also auch wieder Sand, Calcium ab und daher kommt es dann zu diesen unterschiedlichen Werten, die plötzlich steigen, nicht steigen. Und dieser pH-Wert hat mit dem im Wasser überhaupt nichts zu tun. Das findet im Sand statt. Je mehr ihr also mit zusätzlichen Bakterien dosiert oder Bakterien nehmt, die ganz besonders dafür gemacht sind, die gehen in den Bodengrund rein, die lassen da Schwefel drin. Schwefel macht sauer, wie jeder weiß, und Stickstoff. Und dann kriegt ihr langfristig eben diese Cyanoproblematik, was ihr bei einem gut gepflegten Sand und einer ordentlichen Wasserchemie nicht bekommt. Die Frage aller Fragen. Brauche ich Sand im Meerwasseraquarium? Nein. Gut. Brauchen? Nein. Sieht aber geil aus. Auf jeden Fall. Wenn ich will, dass was gut aussieht, muss es gepflegt werden. Jetzt. Das ist Tobi ein tolles Beispiel dafür. Er ist wieder perfekt frisiert heute. Ja, nur für dich. Ja, du musst ja auch mal was Nettes hören von mir. Ja, wow, und wenn es nur meine Frisur ist, Claude, ne? Das ist Hallo? dufter Typ bist du heute wieder. Ich bin Schwabe, nichts sagt ich klug genug. Also ich weiß gar nicht, was du Du hast es überhaupt erst in Gang getreten, dass überhaupt nicht Menschen in Gang getreten. sich lustig machen über den hinter der Kamera. Das ist so ein bisschen eine Ich kann Modeerscheinung doch geworden, die ein dafür, Schuhmacher Ich kann doch nichts dafür, wenn du Gogonien machst und jedes Mal einen halben Snicker brauchst. Ja, Was kann ich jetzt da dafür? ich habe sogar was Veganes zum Snacken dabei heute. Soll ich dir ein Röckchen kaufen noch? Oder?
Nee, aber wir können danach ein Steak essen gehen. Gehen wir nachher was Anständiges essen. Wie pflege ich dieses Biotop? Indem ich einen regelmäßigen Wasserwechsel mache. Punkt 1, ich schaue mir meinen Salzgehalt an, gleiche den dadurch aus. Wenn ich durch das Versorgungssystem ein bisschen die Salzgehalt steigt, dann sauge ich die Ecken ab, die am strömungsärmsten sind, weil da sammelt sich das meistens auch, dieser Dreck, und ersetze ihn durch eine Handvoll frischen Sand. Und diesen schmeiße ich einfach vorne hin, sodass dieser alte Sand immer in die Ecke wandert. Je nach Strömungseinstellung findet man das schnell raus. Und genau da sauge ich einfach so 5, 6, 7% vom Sand ab. Wenn es 3,5% sind, macht es auch nichts. Und ersetze ihn einfach durch eine Handvoll frischen Sand. Das heißt, also so wie ich den Wasserwechsel mache, mache ich auch ein bisschen Sandwechsel. Was ihr euch spart dabei, ist ganz simpel. Der Sand, der nimmt wieder Nährstoffe auf. Der hat fast dieselbe Bindekapazität wie ein guter Adsorber, nur halt für ein Zehntel vom Preis. Und er bietet den Bakterien wieder Platz, sich wieder zu vermehren und die Nährstoffe wieder sauber zu machen. Und er puffert das System ab. Das heißt, auch ein regelmäßiger Sandwechsel sorgt dafür, dass die Pufferkapazität im Aquarium noch stabiler bleibt und der pH-Wert schön stabil bleibt. Deswegen ist ein natürlicher Sand, was das angeht, weil er ja auch tatsächlich ein bisschen poröser ist, bietet da ein bisschen mehr Fläche. Da ist Fläche gut, wenn man sie pflegt, wenn man also ständig einen kleinen Wechsel dann macht. Und wie gesagt, ich messe das nicht in Gramm oder so. Ich gucke einfach, dass ich meine Ecken habe, damit meine Tiere perfekt versorgt sind. Schaue, dass ich Schnecken, Einsiedler, Critters, vielleicht sogar eine schöne Grundel habe mit Krebs. Also diese Krebskombination macht zum Beispiel der Marc Obermüller bei Nautilus oder der Tim bei Unterwasser. Es gibt sie aber bei Mutzek und anderen Händlern, die ich jetzt vergessen habe, entschuldigt bitte. Wo ihr euch solche Kombinationen an Symbiosen, wo Tiere zusammenarbeiten, im Sand leben, auch tatsächlich nachfragen könnt. Und glaubt mir, man sieht sie zwar nicht so direkt, sie sind aber vom Verhalten her das Salz in der Suppe in der Meerwasserbälle. Ich weiß, am Anfang kauft man sich so ein gelber Doktor, aber ehrlich, der ist ein bisschen doof. Der schwimmt halt rum, ist gelb, sieht schön aus, aber vom Verhalten her ist er einfach ein bisschen doof. So, da gibt es aber ein paar intelligente Fische, die sich so einen Haussklaven halten, also die da auch mal dafür sorgen, dass er Ruhe ist im Kern. Und da habt ihr die Baggergrundel, die Baggergobi, Baggerkrebs dazu. Und wenn ihr dann noch von unten ins Aquarium unten reinschaut, dann könnt ihr vielleicht noch den Borstenwurm sehen, der Krebs immer schön hinten was abschneidet, wenn er frech wird oder abhauen will. Dann packt er den und zwickt ihn hinten ein Stückchen ab und dann bleibt der Borstenwurm da und sorgt dafür, dass die Hütte da von den 3 sauber ist. Macht riesen Spaß, ist moralisch, glaube ich glaube nicht, dass der Borstenwurm gefragt wird. Ist so ein bisschen moderne Sklavenhaltung. Der eine ist blind, der andere geht arbeiten. Der dritte hält die Bude sauber und bringt den Müll weg. Vielleicht sogar fast wie beim einen oder anderen zu Hause auch so. Könnt ihr einen kleinen Aquarium haben und dazu braucht ihr einfach Sand, damit ihr diese Tierchen schön halten könnt. Und da geht einem wirklich was weg, wenn man diese kleinen Symbiosen, diese kleinen Sachen, auch die kleinen Sand- und Seesterne, die den sauber halten, halt eben nicht hat. Ein bisschen nachhelfen, das Biotop sauber halten, einmal im Jahr den Sand einmal rumtauschen. Und da kann man zum Beispiel gerade so einen trockenen Sand nehmen, der geht auch nicht kaputt. Da muss es auch nicht immer ein Live-Sand sein. Es geht einfach darum, dass der einmal durchmacht. Warum der teurer ist wie andere? Ja, wir fahren den von der Karibik bis hierher, haben den ganzen Bürokratiestress, bis wir den irgendwann bei uns dann haben und verteilen können. Da kommt leider ein paar Euros drauf zu. Dafür habt ihr aber einen echten Sand und keinen künstlichen Sand. Weil den hätte ich jetzt von Bayern geholt mit wenig Fracht, dann könnte man da sicherlich auch den 1 oder anderen Euro im Verkaufspreis wieder reduzieren. Haben wir aber nicht, ist ein echter, also der Sand. Und guckt dann gleichzeitig noch nach so ein paar hübsche Tierchen und habt doch mal wieder richtig Spaß. Also Blick aufs Aquarium. Vielleicht doch wieder ein bisschen Sand. Und wenn es in dem Aquarium nicht ist, denkt dran, Trend geht zum Biotop-Aquarium, also offiziell das dritte Aquarium, das zweite haben wir ja schon. Und da können wir zum Beispiel mal so ein bisschen Sand machen mit einer Mangrove drin und ein paar Soldatenkrabben, die sind endgeil, weil die rennen immer zwischen Wasser und Land rum. Ja, Platz hat sie ja in jeder Bude für so ein kleines Becken und günstig sind sie auch, weil dafür gibt es sogar einen Film, wie man das günstig und easy machen kann, trotzdem funktionell. Das findet ihr dann wieder hinten in der Videobeschreibung. Und was ich auch noch sagen soll, ihr sollt den Kanal abonnieren. Also das hat man mir gestern gesagt. Ich muss das jedes Mal sagen. Ich weiß nicht warum. Also ich halte meine Zuschauer für tatsächlich intelligent, weil sie ja tolle Aquarien machen und hier zuschauen. Also wisst ihr, dass wenn man da abonniert, dass dann die Abozahlen hochgehen und dass es dann irgendwie cool ist für irgendeinen Algorithmus. Also deswegen sage ich es nur einmal jetzt dieses Jahr. Wenn ihr also abonnieren wollt, ihr müsst auf die Glocke drücken oder ein Küsschen da lassen, was weiß denn ich. Abonniert den Kanal, freut sich der Döbi. Dann kriege ich da wieder so eine schöne Auszeichnung Ende des Jahres, dass wir viele neue Abonnenten gewonnen haben und wir freuen uns. So, ich hoffe, das reicht für einmal im Jahr. Dann muss ich da nicht jede Woche darauf hinweisen, dass man da drücken muss. So, also macht's gut, schönen Sonntag, habt viel Spaß und wie gesagt, also Sand gibt es jetzt auch bei vorne. Das machst du jetzt echt mit Absicht. Du lässt mich jetzt in 5 Minuten mit den 2 Dingern Komm, da mach mal so stehen. eine kleine Kniebeuge oder sowas. Du Arsch, du machst das mit Absicht. Ja, klar. Das ist jetzt wieder die Retourkutsche. Dann wunderst du dich, wenn du nächstes Video wieder eine draufkriegst. Was für eine draufkriegen? Das
lasse ich mir eigentlich von niemandem gefallen, außer von dir. Ich weiß gar nicht warum. Ich will es lecker essen, wenn mir gibt. Naja. Das halt für ein Gerücht. Ja. Du hast noch nie für mich gekocht. Das stimmt nicht. Du kochst für deine Fische, aber nicht für dein Videogramm. Ja, das stimmt natürlich. Machen wir auch wieder. Aber jetzt mach hin, mir voll der Arme. Okay, komm auf. Bis dann, ciao. Aber lächeln, dann aber richtig lächeln.